Intense Festival. Ich kenne das Festival gar nicht. Holland, okay. Wie eigentlich fast alles. Alle. Naja, es gibt auch einige, die finden doch hier in Amerika statt oder was auch immer. Okay, ich habe keine Ahnung, wie man auf dieses Video jetzt gescheit reagiert, als jemand, der keine Ahnung von Musik eigentlich hat. Deswegen probieren wir das jetzt einfach mal gemeinsam aufzuarbeiten, wie wir diese Endshow von dem Festival finden. Das Raw Style Festival, wo du mal ins Aftermovie reingeguckt hast. Okay, ich bin gespannt. Ich meine, das war cool. Ich meine, das fand ich cool von der Lichtshow. Deswegen schauen wir mal, wie es dieses Jahr abgelaufen ist. People of Intense, let's give a warm welcome Boah, to wie geil sieht diese Bühne aus, the bitte. Nightmare of Intense. Felix Fantastico! Ladies and gentlemen, boys and girls, with this key, I declare the nightlife of this city officially open. Boah, wie geil ist das gemacht mit dieser Aufmachung aus dieser Märchenwelt, als wäre das jetzt aus Alice im Wunderland. Ich liebe alles daran. Ich finde die Kostümierung mega cool gemacht, auch mit diesem aufziehbaren Schrauber. Ich liebe, dass sie da so viel Liebe irgendwie in so kleine Details stecken. Finde ich richtig super. Times hat reingestellt, wo es eventuell zu hart ist. Wir hören uns das mal an. Mal gucken, ob ich es aushalte, die 2 Minuten. Jo. We will open the doors of our Club Crazy and Capitol Theater one more time this evening. Oh, wie cool! Die fühlen es auch alle komplett. Welcome, welcome, welcome to the Grand Plaza of Intense Festival! This is a city that lives, breathes. Vor allem, also ich vermute mal, es fängt schon relativ soft noch an von der Musik her. Und ich finde es tatsächlich ein geiles Opening. Es ist so, man wird so warm empfangen von dem Ganzen. Das ist jetzt die Saturday End Show. Wie genau ist das jetzt gewesen? Also das Festival ging wahrscheinlich von Freitag bis Sonntag, oder? Es ist jetzt der mittlere Tag einfach, wie die Show aufgemacht wird, oder ist es jetzt eine chronologische Reihenfolge, wie die ganze Show irgendwie grob abgelaufen ist. Die Doku war super, Aperdo, wirklich, es war mega cool, hat mega viel Spaß gemacht. Habe vorhin schon so ein bisschen darüber erzählt. War sehr, sehr, sehr cool. Ja. Mhm. And burst with energy! Saturday ist meistens die große Endshow und Sonntag ist noch eine kleine Endshow. Ah, okay. Wahrscheinlich, weil die meisten halt nur den Samstag hingehen. Das heißt, mit Endshow wird aber auch die letzten Minuten des gesamten Samstages wahrscheinlich gemeint. Ich meine, es ist auch dunkel. Das ist ja klar, dass es quasi nur noch am Ende dann stattfindet. Burst with energy! Wow. We're bringing this city to life!
Alter, diese Feuerwerke. Boah, das muss so gänsehauterregend sein vor Ort. Die können dazu auch gar nicht mehr tanzen eigentlich, ne? So der Tanz passt schon gar nicht mehr zur Musik. Das ist legit eigentlich nur noch eine Springermusik. Also wenn diese Töne ertönen, kannst du nichts mehr machen, außer nach oben, unten zu springen. Jede andere Move-Bewegung sieht zu diesem Sound einfach nicht mehr passend aus. Das sieht einfach nicht stimmig aus. Nee, da kann keiner tanzen im Publikum. Dazu kann man tanzen. Just the fish. Ja, also die überzeugen mich nicht, die Tänzer, bin ich ehrlich. Vor allem, jetzt mal ganz im Ernst, für so eine geile Bühnenshow, vor allem, die machen sich ja eigentlich auch die Mühe, die choreografieren das wahrscheinlich Wochen, Monate davor, dann kostümieren die sich, machen das in so einem wunderschönen Setup und dann hast du hier Millionen von Bildschirmen und nirgendwo wird das übertragen, was die auf der Bühne machen. Da würde ich mich aber als Tänzer auch sehr verarscht vorkommen. So die ganze Arbeit dafür, dass nur die vorderste Reihe dich eigentlich sehen kann. Alle anderen sehen dich halt nicht mehr. Man sieht die hier kaum durch die hätten wahrscheinlich was Rotes anziehen müssen. Durch diese weiße Kostüme, die bei dieser beigen Hintergrund, man sieht halt gar nicht, wo die stehen. Ihn sieht man noch so ein bisschen. Aber das hätte mich sauer gemacht. Boah, das ist so schön gemacht mit diesem Schloss. Sieht aus wie das Disney-Schloss gefühlt. Ja, nicht ganz, aber so geil. Ich glaube, das muss so atemberaubend sein, da zu stehen. Ich glaube, das wäre so ein Gänsehautmoment. Wenn Hardstyle nur aus diesen Tönen bestehen würde, würde ich es richtig fühlen. Da kommen aber halt immer so ein, zwei Phrasen dazu, die nochmal in die Höhe gehen. Ich habe das Gefühl, jetzt wird nochmal aufgeschraubt. Ja. Wie viele Lichter können bitte in so einem Gerüst integriert sein? Viel Spaß, das Ganze aufzubauen und abzubauen. Oha, mit Live-Gesang. Das sieht man, glaube ich, nicht so häufig, oder? Bei so Festivals, das dann, also bei, keine Ahnung, Rock am Ring natürlich schon.
Aber ich kenne es bei solchen Techno-Festivals, kenne ich die Ausschnitte nie, dass da jemand vor Ort singt. Immer mehr, ach immer mehr. Finde ich geil. Musik bringen. Boah, wie viele Menschen sich wahrscheinlich in dem Moment so richtig lebendig vor Ort fühlen. Du weißt gar nicht, ob das der Herz oder der Beat ist, der durch deinen Körper pupt. Okay, das sind die Töne. Ja. Ist das krank. Und es gibt Leute, die hören sich das freiwillig tagtäglich an. Also das sind die Töne, wo ich wirklich aussteige. Die tieferen Störgeräusche finde ich noch voll gut. Aber, boah, das ist dann, wenn ich mir vorstelle, ich weiß nicht, wie es vor Ort ist. Ob ich es geiler finde, es gibt ja so Dinge, wenn du die Guy hörst und lebst und fühlst, da fühlst du ja auch den Beat, du siehst die Lichter, wahrscheinlich durch diesen Nebel, der noch auf dir liegt, durch diese ganzen Nebelmaschinen sind deine Augen ein bisschen angetrocknet. Das heißt, du hast vielleicht auch mehr so... bist auch vielleicht auch mehr so das Gefühl, okay, du könntest auch, dadurch, dass die Augen trockener werden die ja wieder träniger und könnte mir vorstellen, dass so die Körperreaktion dann das Gefühl gibt, okay, man findet es auch richtig geil. Der Drucker muss laufen. Den 90er habe ich ja auch schon so Mucke gehört. Klang genauso, ja. Kommt sowas aber auch nochmal ganz anders als zu Hause. Ja, definitiv. Also ich habe jetzt ja auch nur so In-Ear-Stöpsel. Ich habe ja nicht mal Over-Ears an, die das irgendwie super klanglich schön rüberbringen. Das heißt, das ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis als vor Ort. Ich könnte mir vorstellen, dass vor Ort würde ich es fühlen. Könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Wir stellen heute so an, kurzer Stream nur. Wir sind nicht mehr lange da. Genau. Hoffentlich andere, die durch den Körper buffen. Vor allem finde ich es richtig schön, dass immer wieder dazwischen so angenehme, poppigere Musik kommt, als Kontrast. So cool gemacht. Jetzt kommt das grüne Schloss. Jetzt sind wir so blau. Das finde ich richtig cool. Oha, das fühle ich.
fand ich gerade richtig sexy. Den Track finde ich cool. Vor allem, das ist richtig cool gemacht, dass auch dass der hier in dem Fall die Sounds auch mit der Technik quasi zusammengespielt hat. Finde ich mega cool. Bei mir rauf und runter. Verstehe ich aber auch. Also ich finde den Track wirklich cool. Der hat einen coolen Vibe und der hat so ganz specialige Elemente irgendwie drin, die den so ein bisschen einzigartiger machen. Ich finde den richtig cool. Der gefällt mir. Wieso? Weil ich morgen arbeiten muss, morgen früh. Ja. How much is the fish? Hallöchen, wunderschönen Modkeidel. Hallöchen. Wie geht's? Einmal fit in dein Stream, dann bist du nicht da. Ja, schade. Leider muss ich morgen arbeiten. Aktuell, habe ich schon gelesen. Ich fahre dieses Jahr nur Nature Run. Das ist die Lichtershow. Leider nicht ganz so geil. Ja, ich glaube, Lichtershow ist ja auch nur ein kleiner Teil von vielen. Ne? Wichtig ist ja, dass die Atmosphäre von vielleicht also ich finde fast das Bühnenbild ist fast wichtiger als nur die Lichter. Ich finde es irgendwie total toll, wenn das so ein atmosphärisches, stimmiges Bühnenbild ist, was irgendwie künstlerisch irgendwie noch mit so reinspielt. Das wäre, glaube ich, mir persönlich wichtig. Und dass es halt irgendwie vielleicht so ab und zu so ein paar coole Lichteffekte gibt. Das würde mir reichen. Michigan, US ist das, oh Gott. Das ist ein Stückchen. Open my eyes and see this is my destiny. No. Inside a lonely world, there's something beautiful. I feel the ocean breeze as I look next to me. I wonder where you are, if you're near or far. Der Kameramann war richtig begeistert von den beiden. Stell dir mal vor, du siehst später bei dem Aftermovie dich einfach, wie du da mit deiner Freundin diesen Moment gefühlt hast. Stark. Ist aber auch ein cooler Track. Den Track fand ich richtig schön dazu, oder finde ich richtig schön. Ich glaube, das wäre so ein Track, den ich vor Ort auch richtig fühlen könnte. Das ist so ein Track, da kommst du so mit deinen Besties zusammen und verliebst dich neu in diese Menschen, die neben dir stehen. Boah, das fand ich richtig cool. Den Track, den fand ich auch super geil, so dass er Richtung Ende nochmal aufgekreuzt ist. Ich wollte nochmal kurz den Chat nachlesen, warte. Deutschland kann das irgendwie nicht, das hatte ich ja.
Genau, in Niederlande ist echt Peak, zumindest im EDM-Bereich. Einmal muss ich, glaube ich, auf einem niederländischen Festival sein. Einmal. Kenne ich auch nicht. Einen wunderschönen Wald, hallo, hallöchen. Sieht mega geil aus, wie der ganze Wald da bunt leuchtet nachts. Ja, oder? Wie crazy schön. Wie das Festival am Samstag geschlossen wurde. As the lights dim and the echoes of tonight linger, the memories of this day become a part of us in eternity. May your hearts be forever filled with the capital of craziness. This was Intense Festival. Boah, ich bin ehrlich, das letzte bisschen fand ich fast ein bisschen enttäuschend. Für das, wie cool die Endshow war, hätten sie es am Ende noch episch machen können. Die letzten 2 Minuten waren nicht sonderlich episch. Ich glaube, das war vom DEFCON, was wir uns mal angeschaut hatten. Das war richtig episch, wo ich auch das Gefühl hatte, boah, wenn ich da gestanden hätte, ich hätte Wasser geheult wahrscheinlich, weil so dieses Gefühl von, jetzt ist diese epische Zeit vorbei und das ist dann nochmal mit so einem epischen Abschluss und du möchtest fast gar nicht gehen und es zerreißt sich was und hier war es so ein bisschen so, ja, wie so Monster-Kill. Hätte jetzt die Synchro sein können von einem CS-Game. Das war intens. Nee, das Ende war nicht so gut. Ende war Arsch, ja, habe ich mir auch gedacht. Das hätte mich enttäuscht, das Ende, bin ich ehrlich. Vor allem, weil das Ende ist so wichtig, das nimmst du ja mit, der sogenannte Recency-Effekt. Das ist so ein richtig wichtiger Effekt, wie du dich an den Abend vielleicht noch mit erinnerst. Ja. Rausschmeißermucke. Ja, so ein bisschen, ja, jetzt können wir auch gehen, ne? Ja. Das war jetzt auch okay. Aber bis auf den letzten Track fand ich es tatsächlich sehr, sehr geil. Fand ich wirklich sehr geil. Schau dir mal den ersten Song an. Das ist mein Lieblingsjahr bisher gewesen bei Intense. Was ich sonst so für Musik höre in meiner Freizeit, fast gar nicht. Ich höre super selten Musik. Wenn, dann querbeet. Meine Kisaneri-Playlist ist ein gutes Abbild von meiner Musik. Also Ausrufezeichen Playlist, die könnt ihr euch theoretisch auch holen. Also auch reinhören im Privaten. Das ist so mein Musikgeschmack von deutschen Pop zu deutschen Rap, zu englischem Rap, zu Punk, zu ein bisschen mal auch im Metal-Bereich, mal ein bisschen in einem Hardstyle, wahrscheinlich weniger elektrischen Vibe. Hands up, keine Ahnung. Ich kenne nicht mehr die Genre von den Sachen, die ich höre. Es ist einfach alles kuddelbuddelig und irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes, sagen wir es mal so. Boah, das ist geil! Oha! Boah, das ist eine 10 von 10. Mit Pac-Man auch rechts. Wie gut. Insert coin. Insert coin. Insert coin. Das ist ja so cool.
Ich will da hin. Sie sollen das Bühnenbild wieder zurückbringen. Das ist so cool. Boah, mit den Lasern. Das ist mir diesmal auch aufgefallen bei diesem Jahr. Die haben super selten das Publikum beleuchtet. Finish him! Ist das geisteskrank cool. Ach, wenn es nur so kurz ist, Campy. Das geht doch. Esteemed players of Intense Festival, we are on the verge of playing our final level, the end game. Are you ready to rise to the top of the leaderboard? Then get ready to play. Press start. Die Stimme ist leider nicht so episch von dem Sprecher. Into the game. Die mag ich nicht so gerne. Da würde so eine epische Stimme besser passen. Sonnenbrille rum, ja, fair. Boah, was? Boah, what the fuck, okay, die Lasershow ist so viel krasser. Yo! Okay, die Lasershow ist da different. Die ist verhältnismäßig so schwach dieses Jahr dann gewesen. Geil! Wie die klatscht, also quasi mit den Lasern. Selbst wenn es nicht 100% meine Musik ist, diese Laser mesmerisen mich. Ich kann da nicht weggucken. Der Welle in der Box gesehen. Nein! Mit der Welle in der Box? Wie cool! Das war jetzt von 2022. Hä, das ist so cool. Boah, die grünen Laser finde ich so cool. Die holen mich komplett ab. Das ist so heftig gemacht. Also das live gesehen zu haben, ist boah. Wieder zeigen mussten, dass es wieder losgeht, weil es das erste Jahr noch Corona war. Bemühen der Festivals bemerkt, ja. Die mussten halt was liefern. Boah. Und da erstmal sich einen krassen Coronavirus einfangen. Man sieht erstaunlich wenige mit Maske für 2022. Okay, warte mal, also es ist mega cool, ich könnte mir auch die ganze Show angucken, aber ich will mal noch den Endtrack gucken. Ich will mal wissen, wie die das geendet haben. Schlaf, Kupoloni, wir hören uns!
Gutes Wochenende dir. As this Saturday Hey, wie is coming gut. to a close, we sincerely thank you for playing our game. You turned this day into a treasure chest of unforgettable moments, and we are overwhelmed by your level of love and dedication. This was Intense Festival! Das Ende war besser, aber ich mag den Sprecher nicht. Ich finde den Sprecher sehr schwach für so ein cooles Festival. Der hat so einen witzigen Faktor halt in seiner Stimme mit dabei. Und ich finde, da müsste man so einen epischen Sprecher haben, so der Audi-Sprecher, das Auto. Der halt so ein bisschen so eine Tiefe irgendwie hat. Der hat nicht so eine Tiefe in seiner Stimme, finde ich. Das finde ich schade. Man könnte so viel noch mit der Stimme rausholen, glaube ich.